Napoleons Bœuf la Motte. Der bayerisch-französische Rinderbraten und seine Geschichte. Servus, habe die Ehre, grüß euch auf meinem Kanal. Im Jahr 1803 damals ist der Napoleon nach Deutschland gekommen und hat sich da ziemlich eingemischt in die Politik. 1806 haben die Bayern da an die Fronten gewechselt und haben sie mit dem Napoleon verbündet. So gelangte auch das berühmte Bœuf à la Motte, oder Bœuf la Motte, sagt man auch in Bayern, nach Bayern. Und dadurch natürlich, dass die ganzen Soldaten, die französischen, auch von unterschiedlichen Regionen gekommen sind, gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Rezepte dafür. Unser Rindfleisch war natürlich ziemlich zäh, weil damals die Bauern die Tiere halt fürs Arbeiten hatten und auch sehr alt wurden. Und dieses Fleisch musste man weich kriegen, also dass es mürbe wird. Und deswegen hat man das in Wein und Essig eingelegt oder nur in Wein oder auch in Weißwein. Also wie gesagt, da gibt es 1000 verschiedene Rezepturen. Das ist alles wieder regional unterschiedlich. In manchen Regionen hat man das Fleisch auch gespickt mit Speck oder man hat Speck mit zum Fleisch gegeben, eben für den Geschmack. Aber in meiner Variante mache ich das heute nicht. Ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe und wie ich das gelernt habe früher mal. Und ich mache es auch im Schnellkochtopf, damit das nicht so lang dauert. Und wir sehen uns gleich in meiner Küche. Also, bleibt's dabei. Ich habe hier Suppengemüse, Zwiebeln, Knoblauch, Senf, Rotwein und Tomatenmark. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer, ein bisschen Piment, ein bisschen Koriander, ein paar Pfefferkörner, Senfkörner und Wacholder, ja, Lorbeerblätter und ein Rosmarin. Und später noch ein bisschen Öl zum Anbraten. Ja, beim Fleisch, da nimmt man natürlich ein Rindfleisch, am besten aus der Keule. Ich habe hier ein Stückel vom Hals, das kurz nach dem Entrecot abgeschnitten wurde. Das kann man auch sehr gut schmoren. Für meine Marinade nehme ich natürlich einen Rotwein. Jetzt könnte man da natürlich noch einen Schuss Rotweinessig dazugeben, aber der Wein ist sauer genug. Dann braucht man noch Salz und die ganzen Gewürze. Alle genauen Zutaten schreibe ich euch natürlich unten in die Infobox. Eine Prise Zucker schadet auch nicht. Einmal gut umrühren. Ja, und jetzt, ich koche die Marinade nicht auf. Andere kochen sie auf. Aber ich brauche den Alkohol, weil der konserviert mein Fleisch. Je nach Größe von dem Fleisch legt ihr das jetzt ein paar Tage in dem Rotwein ein. Bei mir sind es 800 Gramm, das heißt ca. 3 Tage. So, nach 3 Tagen, das Fleisch hat sämtliche Rottöne angenommen. Ich habe so ungefähr ca. alle 12 Stunden einmal gewendet. Nun muss es erstmal abtropfen. Vorhin habe ich noch vergessen zu sagen, in guten Häusern hat man in die Marinade auch gerne einen Schluck Cognac getan. Die Körner entferne ich ganz grob, sie lösen sich sowieso später beim Kochen einfach herunter. Das Fleisch nun etwas trocken tupfen und dann einfach rundherum mit Senf bestreichen. Dann brate ich das Fleisch in heißem Öl von allen Seiten kräftig an.
Wenn das dann soweit passiert ist, nehme ich das Fleisch heraus. Keine Angst, wenn der Bratensatz unten etwas dunkel geworden ist. Das Gemüse erledigt einfach den Rest. Es nimmt die Bitterstoffe aus dem Ansatz wieder heraus. Ich komme jetzt zum Soßenansatz. Wer das schon kann das Kapitel gerne überspringen. Und alle anderen, die schauen einfach weiter zu. Ich lösche jetzt mit etwas Rotwein ab, aber nur ganz wenig. Dann lasse ich es wieder einkochen. Einen Esslöffel Tomatenmark dazugeben und weiter anrösten. Spätestens jetzt hätte man noch die Möglichkeit, den Speck hinzuzufügen. Dann wieder mit einem kleinen Schluck Rotwein aufgießen. Je öfter ihr diesen Vorgang wiederholt, mit Aufgießen und Einkochen, umso intensiver wird eure Farbe und so intensiver wird euer Geschmack. Übrigens, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und euch das Video bisher gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein Abo hinterlassen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Noch einmal ablöschen. Hier kann man nochmal gut erkennen, was passiert, wenn man ablöscht. Immer wieder leicht anrösten lassen und wieder aufgießen. Am Schluss wird die Farbe einfach traumhaft. Jetzt gieße ich noch einmal mit einem halben Liter Wasser und einem halben Liter Rotwein auf. Wenn die Soße anfängt zu kochen, kann man auch das Fleisch wieder zurückgeben. Wie vorhin schon gesagt, ich mache es im Schnellkochtopf. Ja, Deckel zu und jetzt lasse ich es für ca. 30 Minuten kochen. Wenn ihr keinen Schnellkochtopf habt, dann müsst ihr es im Kessel oder im Dutch-Ofen oder im normalen Topf zubereiten. Da denke ich, ist die Garzeit ca. 2 Stunden. Ich verringere hier nur die Garzeit. Jetzt hatte ich es eine halbe Stunde drin und das Fleisch ist schon weich. Mit dieser Methodik spart man halt viel Energie und natürlich auch Zeit. Das Fleisch nehme ich nun heraus und ich widme mich meiner Soße. Die Soße muss erstmal durch ein Sieb, damit alles schön abgeseit wird. Ich presse hier auch das Gemüse und meine Zwiebeln richtig aus, denn da ist der gute Geschmack drin. Jetzt müssten wir die Soße nur noch etwas andicken. Das mache ich mit etwas Speisestärke und die vermische ich mit Rotwein. Und damit kann man die Soße wunderbar auf Konsistenz bringen. Abbinden, so wie man sie mag. Jetzt noch etwas nachwürzen und dann sind wir auch schon fast am Ende. Das Fleisch ist butterzart. Als klassische Beilage isst man natürlich Semmelknödel dazu. Ja, aber wir sind ja in Bayern, da sind wir auch flexibel und ich mag lieber Kartoffelknödel. Ich liebe einfach so alte Rezepte. Ja, was soll man sagen, die alten Rezepte sind die besten. Macht es gerne einmal nach, das wird mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Buschkoch, bis demnächst, Servus.